Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Schauen wir mal. Es geht heute. Was haben wir da? Hier dann Postkutschenfahrt, genau. Ja, dann gehen wir doch zu Boney, würde ich erstmal sagen. Bisschen näher und mechanische Begehrlichkeiten. Okay. Auch noch was da. Und hier unten. Ja, genau, der West Dickens. Nigel West Dickens. Aber erstmal zu Boney. Die wartet jetzt schon ein bisschen länger, würde ich sagen. Mich gerade schon erschrocken. Ich dachte, ich müsste neu anfangen, weil das so komisch ist in dem Spiel. Da drückst du auf Spielen und dann wirst du nochmal nach dem Schwierigkeitsgrad gefragt, bevor du laden kannst. Ganz komisch. Und was ist das hier für ein X? Was geht jetzt ab? Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. Ach so, das ist diese, ich glaube, diese Aufgabe, die man hier abschließen kann, um irgendwie Geld zu machen. Gut, dann machen wir uns halt einmal nach Musk sehen, ne? So, wo führst du uns hin? Hallo. So, ne? Charlie, glaube ich, heißt der unten, ne? Ist da jemand, der uns hier ausrauben will, oder was? Hm? Nichts zu sehen bisher. Na gut, ne? Kann ja auch nicht jede Nacht hier jemand den Bauernhof anlaufen. Die Farm meine ich. Na gut. Hast du schon oder gehen wir jetzt noch eine andere Route? Wir gehen wohl noch eine andere Route. Hm. Nacht. Jawohl, eher so ein Abend, Sonnenuntergang noch. Was ist denn da? Oh, was ist denn da los? Ich hab mal aufgehalten. Wurde nicht gesagt wie. Gut, dann kriegen wir noch jetzt Kohle dafür, dass wir einen Handy geben. So, mal schauen. Kein Problem. Haben wir doch gern. Oh, I'm sorry, sir. What the hell is wrong with you, son? Sorry, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. So, mal schauen, was die Boney von uns will. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now,
I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure, and I've suffered for it. And that's the life I left. I tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I could try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Hartes Leben hat er schon gehabt, ey. Dem ist ja gefühlt alles passiert, alles Schlechte. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Na gut, der Helfer mal der Boni. Der Herde. Alright, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Aber trotzdem, dass noch Aufsehen eigentlich was Gescheites geworden ist, so in dem Sinne, also von der Thank you for Höflichkeit telling me her. all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. Good to see you, Miss McFarland. Giddy up! Okay, bleibt man mal hier hinter. Die Kühe aus dem Pferd. Ah ja, gut. Ich müsste vielleicht ein bisschen schneller reiten. Na? Jetzt aber. Ah, okay, okay. Die helfen auch mit, die Leute hier. Richtige Teamwork hier. Nicht auf die Seite. Take them out to the pasture. Genau, so ist richtig. Und jetzt mal ein bisschen Gas geben hier, ne? Wollen wir nicht bis übermorgen reiten. Ja, das System ist recht simpel. Hier, wenn ich auf die Seite reite, meine ich, dann rennen sie nach links und andersrum wäre es halt nach rechts. Und wenn ich hinter denen bleibe, dann ja, rennen sie geradeaus. Oh, die sind ja ganz schön schnell. Die Kühe, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, ne? Noch nie eine Kuh rennen sehen. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Okay, jetzt wird sie noch größer, die Pferde. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Move! Ja, der ist auf jeden Fall noch
da. Gut, ich drück's mal. He's just showing off now. Keep it moving. That's a beautiful turn for your first time. Watch what Schnell. Ah, nice. Schon erledigt, ha? You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Immer wieder gern. Ist geil, warum die uns überhaupt Kohle gibt. Die hat doch selber kaum. Ja, das wieder. Ich finde das Reitsystem ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man da, ich weiß, dass das glaube ich in anderen Spielen auch schon mal so war, wo Shift drücken ist und dann wirst du irgendwie schneller pro Stufe, aber ist nicht so, ich bin nicht so der Fan davon, muss ich sagen. Na gut, machen wir gleich die nächste Mission für sie, würde ich sagen. Wenn wir schon hier sind, ne, bevor ich jetzt da runterreite, das dauert ja auch ein wenig. Fremde Person. Okay. Auf jeden Fall werden wir noch eine Menge Bären, meine Güte. Deutsch, schwere Sprache, ne? Ja, da wird es auf jeden Fall noch eine Menge zu erkunden geben hin. Freue mich schon drauf. So, mal schauen, was heute ansteht bei Boney. Nach 7 AM. Oh Mann, wie viel haben wir denn gerade? Nach 7 AM. Dann haben wir es ja noch gar nicht so spät, ne? Kann man das denn nachschauen? Da oben, ja gut, ich wollte jetzt schlafen gehen, das ist ja gleich soweit. Steck mal die Waffe weg, ich fühle mich da irgendwie so, als ja, würde ich jemanden umbringen wollen. Ich würde immer was nachschauen. Eine kleine Sache wollte ich noch nachschauen. Und zwar... Ich eigentlich... Kein Fan von, ne? Ich mach das mal aus. Ich würde schauen, ob es hier Dings gibt, hier. Es gibt so anscheinend gar nicht, oder? Ein Weichheit CH. Was sind das? CHS. Hier, jetzt habe ich das Wort vergessen. Raytracing, so, jetzt. Das wollte ich gucken, aber habe ich anscheinend gar nicht. Alles klar. Stört mir jetzt auch nicht wirklich. Bin kein Fan von Raytracing. Kostet viel zu viel Kraft. Wie schnell ist die Zeit hier? 7 AM. Das müsste doch eigentlich gehen. Hä? Ah, jetzt hat. Mussten wir nochmal weggehen, hm? Jetzt passt's. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to
covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Boah, dann schauen wir mal, wie das geht, Pferde zu reiten. You're gonna need this, Mr. Marston. Ich kann mich noch ganz grob daran erinnern, dass es dieses Feature hier in dem Spiel gab. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Ja, ich bin auch gespannt, ob das wie das war. Damals habe ich mich, glaube ich, immer manchmal so ein bisschen schwer getan bei dem Feature. War ich schon ewig her, also Xbox 360 Zeiten so, wo die noch so relativ neu war, glaube ich. Was heißt neu, aber jetzt ist ja schon lange nicht mehr neu. Ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Ja. Typischen Politikthemen, ne? Wer kennt sie nicht? Ah ja, gehört halt auch dazu. Die sind gern hier auf ihrem Land und haben halt keinen Bock, dass da sich irgendwelche einmischen. Rope one! Bring it down together! Gedrückt halten, alles klar. Use that rope or not! Okay. Das will ich. Come on now. Easy. That's it! Keep hold of it now! Jetzt muss ich draufsteigen, oder? Keep holding that rope! Take it slow now! Don't lean much, Mr. Marston. Gut. Lean into it! Come on. Ich weiß nicht. Ah, okay, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. You're doing fine! Come on in, cowboy! Schon. That's it. Come on! Let's go! Ja, komm. Du bist doch auch. Relax. Nein. Chill. Ferdi. You're mine now. Ah, no. Jetzt hat. Done, boy! Sehr schön. Steig auf dein Pferd, okay. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on, Mr. Marston. Let's rope another one. Okay, noch eins. Dann. We're having fun all day. Welches wollen wir denn? Ich finde das eigentlich hübsch. Oh, nice. Hey, das ist meins. Geh weg. Die wollten mir einfach das Pferd klauen. Nearly there. Komm schon. Whoa. Relax now. Schon. Chill, chill, chill. Come on, come on, come on. Ich würde mich sowas aber nicht in echt trauen, ey. Ich hab immer Angst, dass ich runtergeschossen wird und das Ding, das tut mich irgendwie zertreten oder keine Ahnung was. There. You got him eating out of your hand. Nice work.
Alles klar. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. A life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarlane. Oh, wir helfen ja, wo es geht mittlerweile, ne? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Bis? Noch mehr Pferde? Okay. Dann mal los. Let's head for Armadillo. Alles klar. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarlane? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Ja, ne, neugierig ist er. Anyways, my wife is kind of like you, Miss McFarlane. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Okay. Sind wir zu viert? Bin mal gespannt, was wir jetzt. Reite hinter der Herde. Welche Herde? Achso, jetzt sehe ich es auf der Minimap. Das Pferdesymbol. Ich finde die Schatten voll cool gemacht hier mit den Wolken. Das sieht richtig schick aus, finde ich. Oh, da hinten, ich sehe sie. Und jetzt. I'll see you there, miss. Let's go. So. Okay, in die Schlucht. Na komm. Ich kann nicht schneller reiten, glaube ich. Nee, geht gerade nichts weiter. Schon versucht schneller zu reiten. Get going. Come on. Okay, ja, ich hätte es vielleicht nicht schneller machen sollen, aber ich... Was ist denn los? Jetzt geht's auf einmal. Hä? Manchmal ist die... Nee, geht falsch. Geh mal da rüber. Yeah. Come on. Nein, 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 nicht so, nicht so. Oh, oh, das ist nicht gut. Ah, jetzt hat. Wir bleiben trotzdem irgendwie zusammen, das ist schon mal gut. Nee, nee, nee. Nicht so entlang. Let's go. Ich krieg's gerade nicht so hin. Jetzt ist da ein Pferd so ganz schön weit hintergefallen, ne? Ich hoffe, das kommt wieder zurück. Ah, jetzt anscheinend. Come on. Nee, er soll da entlang gehen. Nicht so rum. Na, hör mal jetzt, ne? Also, genau. So, nach oben. Jetzt gechillt.
Na kommt schon. Seid nicht so. Ich krieg's nicht hin. Na kommt, ihr zwei da hinten. Was soll denn das? Nicht so hin. Das dreht um, bitte. So, jetzt aber. Jetzt, genau. So ist gut. Jetzt ein bisschen schneller. Nicht jetzt wieder da ein... Ach, Leute. Was ist denn das hier? Was reiten die denn immer so auseinander? Wie soll man denn die Pferde zusammentreiben? Genau, jetzt aber. Jetzt renn zu deinen Freunden und dann ab da nach hinten. Nee. Was ist denn los mit dir? Hast gestern so tief ins Fass geschaut, oder was, hä? Ich vor dem Luftschutz oder so? Ich kann ja nicht. Ja. Oh, Gott sei Dank. Hab's geschafft. Oh Gott. Noch schneller musste. Schnell. Oh, der ist ganz schön schnell. Oh. Mein Pferd kann ja auch noch schneller reiten. Ich glaube, so schnell bin ich noch gar nicht geritten, oder? Heimgleister. Ne, das war... Okay. Dann hat dauerhaft im Kreis, oder was? Hä? Was ist los? Ist ob. Jetzt aber. Da. Das ist aber mal hier, ne? Jetzt beruhigst dich mal, du. Ich verstehe, es würde mir auch wehtun, wenn mir jemand so in den Kopfhahn reißen würde, ne? Aber jetzt beruhigen Sie sich mal bitte, ne? Mister. Komm, jetzt haben wir es fast. Komm schon, komm schon, komm schon. Gott sei Dank. So. Ja, da haben wir es geschnappt, das Pferdchen. Sehr schön. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Na dann, Dankeschön. Plus 6 Euro, plus 55, sehr schön. Seltenes, lebhaftes Pferd. Okay. Idiot, ne? So, was wollte ich als erstes machen? Ich wollte amerikanische Begehrlichkeit mal jetzt machen, ne? Und dann fremde Person und dann gehe ich mal da runter. Aber ich würde erstmal sagen, ich beende den Part hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.